dance through the highways, and on we'll go. Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genshin Impact. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben in Inazuma. Wir haben La Signora und Shogun Raiden in die Schranken gewiesen. Und ja, wir würden jetzt mit Yae Miko sprechen. Bevor wir das aber tun, habe ich noch eine Nachricht, und zwar von der guten Yunjin, Legenden des hellen Mondes. Erinnerst du dich noch an das Gedicht Oden von Lang Sibei, über das wir damals gemeinsam mit der Adeptin des Weißen Pferds diskutierten? Seitdem hallen die Legenden des hellen Mondes immer stärker in mein Herzen nach, und ich möchte den Schwung der kreativen Begeisterung nutzen, um eine neue Oper zu komponieren, bevor er verfliegt. Eigentlich hatte ich schon einen Entwurf in meinem Kopf, aber nachdem ich zahlreiche historische Dokumente, alte Bücher gelesen hatte, kam mir ein anderer Gedanke in den Sinn. Da der Mond alles unter dem Himmel erleuchtet, warum lassen wir nicht alle an diesem kreativen Prozess teilhaben? Wie es im klassischen Vers heißt: Selbst wenn wir tausende Meilen voneinander entfernt sind, teilen wir die Schönheit des herrlichen Mondlichts. Egal wo wir uns gerade befinden, sehen wir denselben hellen Mond, sobald wir hochschauen. Diese Oper, sie sollte also nicht allein von meiner eigenen Hand fertig geschrieben werden. Darum schreibe ich dir diesen Brief, in der Hoffnung, dass du diesem Werk auch einen Hauch von Brillanz hinzufügen kannst, selbst wenn es nur ein wenige Zeilen sind. Schreib einfach den Zustand des Inneren auf, wenn du irgendwo und irgendwann zum Mond hinaufblickst. Wenn diese Oper auf die Bühne kommt, setz dich ins Publikum und hör zu. Dann wirst du sofort wissen, welcher Akt deine Geschichte in sich birgt. Ich hoffe, dass ich dich an jedem Tag im Publikum sehen werde. Glasi 10-mal und wolkenumhüllte Jade. Dankeschön. So. Na dann würde ich sagen, gehen wir doch zu Yae Miko. Da steht sie auch schon. Hallo. Why, hello, if it isn't the triumphant traveler. And why might you be visiting the shrine? A sign of piety, perhaps? You literally told us to come meet you here! I was just joking. I've been waiting for you. Seems like someone's in a pretty good mood. Mm-hmm. Catching up with an old friend I hadn't seen in years was truly delightful. By the way, I heard that you had a duel before the throne, with a Fatui Harbinger no less. Courageous and astute. I must say, I am most impressed. Ich war wohl etwas übermütig. Defeating Signora head-on in a duel means that your strength exceeds my expectations. Still, you did end up victorious. I gather congratulations are in order. Sure feels good to finally thwart the Fatui plan for once. They caused plenty of trouble along the way, but at the very least, they didn't get their hands on another Gnosis. Wait a second. Did you say Gnosis? As in, the little thing that looks something like a chess piece? Yep, that's the one. You've seen one too? Gnosis belong to the Seven. They're what keep them connected to Celestia. Oh. What's wrong? I handed that over. Huh? You did what now? Well, how else was I supposed to save your skin from the Balladeer exactly? The Balladeer is number 6 of the Fatui Harbingers. In terms of strength, he is superior to Signora. I'm not the kind of person who risks life and limb for any old reason. You did... for once, Paimon just does not know what to say. Aber warum hattest du das göttliche Herz überhaupt? After Yae created her puppet vessel, she no longer had anywhere to put it. As her erstwhile closest friend, Yae handed it over to me, and I've kept it in the Grand Narukami Shrine ever since. She no longer needs the power of the Gnosis, and in any case, she tells me she has severed ties with Celestia. Thus the Gnosis became not only useless, but also a potential source of conflict. Is that not a good bargain, exchanging it for the one at the core of the plan?
Judging by the results, at least, I dare say I struck a good deal. When you put it like that, Paimon has to agree. The Traveler is worth more than a gnosis. Anscheinend bin ich wirklich wertvoll. Well, what's done is done, and Paimon hardly thinks we'll be getting it back now. Let's leave the past in the past. So anyway, you still haven't told us why you called us here today. It's to thank you. Really? You intend to travel all over Teyvat, and the time has come for the Inazuma leg of your trip to come to an end, has it not? As a mark of my gratitude, I will answer any questions you may have about the road ahead or the events of the past. What would you like to know about? Darf man alles fragen? Also ich nehme natürlich erstmal die wichtigste Frage, die uns überhaupt auf die ganze Reise geschickt hat, über meinen Bruder. Sorry, I haven't a clue. I'm also unfamiliar with the god you describe. But if you still have doubts about A, I would say they are misplaced. Not only does she not fit your description, but she voluntarily gave up her gnosis long ago, severing her ties with Celestia in the process. Nachdem ich sie getroffen hatte, fühlt es sich wirklich nicht wie sie an. That's good to hear. Otherwise, given that I'm her familiar, it could have made our relationship rather awkward, don't you think? Don't worry, we aren't looking to pick a fight with you. I wish you the best of luck. May you soon discover the truth behind it all. As for your brother's whereabouts, I will use all the resources at my disposal to investigate it, and I will also borrow some of Ayato's people from the Shiumatsuban. I'll let you know if I find out anything. Consider it part of my means of thanking you. Über den ehemaligen Shogun Raiden. I'm surprised an outlander like you is aware that there was once a change of Electro Archon. Few citizens of Inazuma are aware of this. Morat's told us. He said that the Electro Archon Ball has passed away. Yes. The truth of the matter is that there were two twin gods, Baal and Beelzebul. Twin gods? They won the Archon War together, and when Baal established the shogunate, Beelzebul became her Kagemusha, or shadow warrior. In other words, she acted as Baal's body double. Beelzebul is A, with whom we are now both acquainted. Baal's name was Makoto. As far as the world was aware, there were not two, but one. They complemented each other, and they ruled Inazuma jointly, so there was no need for the public to know the truth. In fact, the name Baal and the title of Raiden Shogun was understood to refer to both of them. Right up until... Until what? Makoto died several hundred years ago in a war that I was not personally involved in. Since then, A has assumed the shogunate. Losing her sister must have been super hard on A. War das etwa Katheryne? That was when A began to change. Makoto was her greatest loss. Paimon feels like she understands A lot better now after finding that out. So what kind of god was Makoto? I didn't spend a great deal of time with her, but my impression was she was a gentle god, who in each moment cherished the beauty of what was before her. Wow. Über die Shogun-Puppe. That puppet was built with technology that has been lost to time. Perhaps she, as a god, is the only one privy to the knowledge of its origins. Still, there is one other thing on this topic that I suspect you may be curious to know. Before A began modifying her own godly form, she took it upon herself to create a prototype puppet. So, you mean there are 3 Raiden Shoguns? No, the prototype was merely a proof of concept. Its appearance and intellect were not based on A. It was a test. The original plan was for A to simply discard it. But perhaps A thought this to be too cruel, because in the end she chose only to seal the power within it. Later, this puppet wandered Inazuma as an ordinary human male with his own consciousness, until the Fatui took an interest in him.
Ugh, not the Fatui. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. Kann es sein? The object of divine creation is now the one who has taken possession of the Gnosis. What a crazy story! It is, isn't it? Who can say whether it's coincidence or destiny? Über die nächste Station der Reise. After leaving Inazuma, I think it would be easiest for you to go to Sumeru. Oh mein Gott, da kann man jetzt wirklich schon nach Sumeru? Ja, ich habe endlich die Chance, Dia zu leveln. Ja! Navi. Nein, Navi noch nicht. Nein, Navi noch nicht. Aber Dia. Oh mein Gott. Es wird doch Zeit, dass ich die mal ein bisschen aufpushen kann. Ooh, Sumeru! We've run into loads of scholars from there on our journey so far. Yes, well, Sumeru is the land of the god of wisdom, where the quest for wisdom and knowledge is never-ending. But their obsession gives rise to some truly inexplicable things. For example, in Sumeru, knowledge is holistically managed as a resource. Knowledge is a resource? Yes. I don't know whether it was the sages or Lesser Lord Kusanali who came up with the idea. Lesser Lord Kusanali? That's a cute name. Oh, you haven't heard. Lesser Lord Kusanali is the deity in whom the people of Sumeru place their faith. It's their chosen term of endearment for her. I'm sure you must have some things to discuss with her too. I wish you all the best. Okay, ich glaube, dann haben wir alle Informationen eingeholt. Ich habe keine weiteren Fragen. Are you sure? Okay then. Oh, Traveler. Do you still have the omamori I gave you? Ja, ich werde gut darauf aufpassen. Keep it safe. Is that all you intend to do with it? There was me thinking that you might hang it around your neck to show off to the world, telling everyone who inquired that it was given to you by none other than Yae Miko, the wise and beautiful. Yae Miko, the wise and beautiful. Ja, ich verstehe. Who in their right mind would do that? Okay, I'll stop. Now, a question for you. Traveler, what is your ambition? Wieder mit meinem Bruder vereint zu sein, schätze ich. I see. But that is merely a small goal, based on what preoccupies you here and now. Your ambition should be something that transcends the world below and the starry sky above. Something that shines in unison with fate itself. Perhaps the reason you do not possess a vision is that such an ambition has yet to be engendered within you. Continue on your journey, and maybe that moment will come to pass. Kapitel 2, dritter Akt abgeschlossen. Allgegenwart unter Menschen. Oh, jetzt haben wir Omari des großen Narukami-Schreins bekommen. So, das kann ich mitnehmen. Und hier. Tada! Sehr schön. Oh, noch Freundschaftsstufe mit Jean erhöht auf Level 6. Wunder der Welt. Allgegenwart unter den Menschen. Schließ Allgegenwart unter den Menschen ab. Da können wir zumindest gleich weitermachen. Im Abgrund widerhallendes Requiem. Kapitel 2, vierter Akt. Unerwartetes Wiedersehen in den Tiefen. In Liebe. Sprich mit Katheryne. Katheryne scheint einen Auftrag für dich zu haben. Sieh ihn dir an. Oho, okay, jetzt wird's spannend. Dann verlassen wir wohl wirklich langsam Inazuma. Freut mich einerseits, andererseits ist es auch ein bisschen schade, weil Inazuma ist schon so vom Aussehen, wie soll ich sagen, von der Welt her, mit den Kirschblüten und den Tempeln und so, erinnert mich das halt extrem an Japan oder anderen asiatischen Ländern. Ich liebe einfach dieses, asiatisch angehauchte Land, die Fläche hier. Ja,
Schade, aber wir kommen natürlich immer wieder zurück. Wir haben ja auch sonst Dinge, die wir hier erledigen können und sollten und müssen. Deswegen, ja. So, jetzt muss ich noch schnell was anderes gucken. Heilige Sakura. Oh, sehr gut. Wir kriegen ein unbearbeiteter Einhänder des Nordens. Abenteuer P, Verstärkungsherz und 50.000 Mara. Oh, wir können gleich 2 Sachen einsammeln. Stufe 5 haben wir auch noch. Eine Krone der Weisheit und genau die gleichen Belohnungen dazu. Das sage ich nicht nein. Dankeschön. So, was ist denn jetzt noch? Ach, hier. Ja, da will ich nicht weitermachen natürlich. Oder anfangen erst. Aha. Spiegelung der Welt der Sterblichen. Jetzt haben wir sogar den Legendenauftrag für Shogun Raiden, den wir machen können. Wir haben allgemein so viele Legendenaufträge, die wir auch noch machen können und sollten, aber oh mein Gott, es gibt so viel zu tun. Wieso leuchtet es jetzt hier noch rot auf? Das mag ich nicht. Keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Sollen wir mal vorbeischauen? Oh, wir haben noch geschmiedete Objekte zum Abholen. Na dann. Gucken wir mal, was Kevin uns zu sagen hat. Ah, traveler. Right on cue. Hey, Katheryne! Got any new commissions for us today? Also, how come you look so happy to see us? I went to the shrine to draw a fortune slip earlier. The shrine maiden told me that it is the season for an unexpected reunion. Katheryne? Drawing fortune slips at the shrine? Is it just Paimon, or is that the most unusual thing ever? Wait, no, that's not the unusual part. We're in Liyue. You went to Inazuma and back in a single day? Even I have a private life, you know. Okay, so when you say unexpected reunion, you mean running into us, right? Who can say? But the anticipation of knowing that an unexpected reunion is due is making me happy to see everyone I cross paths with today. Fair enough. Even though we see each other pretty much every day, whatever makes you happy. Ein unerwartetes Wiedersehen. Wait, are you saying? Oh, Paimon gets it. Well, let's just hope the shrine maiden was right. Fingers crossed we find him. I'm sorry. Did I say something I shouldn't have? You both seem a little down. Oh, it's nothing. Anyway, back to business. Do you have a new commission you want to give to us? Yes, as a matter of fact, I do. This one is from a miner. It seems to be related to investigating the chasm. Really? Does this mean the chasm's not sealed off anymore? I will leave the requester to fill you in on all the relevant details. His name is Yae, and he should be at the chasm right now. All right then. Thanks, Katheryne. We'll head there right away. Very well. Ad Astra Abyssosk. This time you are truly bound for the abyss. Good luck to you both. Dankeschön. Neuer Abschnitt. So, warte, bevor ich da von Katheryne zu weit weggehe. Einsammeln, entsenden. So. Hatten wir nicht sonst noch was? Ansehensbelohnung. Ah, okay, da gehen wir noch schnell zurück zu, beziehungsweise nach Inazuma. Du bist gefährlich. Ja, keine Sorge. Oh. Muss man eher von den Blitzen Angst haben in Inazuma. Hier. Allgegenwart unter den Menschen. Ansehensstufe für Inazuma erhöht. Funktion verfügbar. Erzadersuche in Inazuma. Und 2. Ja, Gegenstände für unser Kanne der Vergänglichkeit. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Da gucken wir doch auch noch schnell rein. Ja, die muss ich anwenden.
Du. Kanne der Vergänglichkeit. Ah, hier, hi Knolle. Maybe you... Vertrauensstufe, da holen wir natürlich unsere Belohnungen ab. Stimmt, da kann ich noch was abholen. Ah, ist eine Frage, ob ich halt gleich wieder was herstellen möchte. Was ist das denn? So das Boden sein? Verzierung Boden. Brauner Boden aus Ahornholz. Keine Ahnung, wie der aussieht, aber ich kann es ja mal probieren. Habe ich gerade Ahornholz gesagt? Ahornholz. Mein Gott, was ist denn heute los? Ich erfinde Wörter. Das ist ja unglaublich. So. Dann einmal das hier bitte. Können wir kurz in die Schatzkammer einen Blick reinwerfen? Boah, Vertrauensstufe 8. Ja gut, das wird hier wahrscheinlich noch ein Momentchen dauern. Upsi. Ich glaube, ich gucke hier schnell, ob ich was finde. Oh, ein paar epische Statuen, ne? Sieht ganz cool aus. Aber es sollte schlussendlich auch ein bisschen zusammenpassen. Das ist natürlich auch cool, so die dunklen Varianten. Sehr, sehr schön. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das Ganze gestalten möchte, ehrlich gesagt. Bin ein bisschen ratlos. Ich wollte gerade sagen, will Genshin keine Musik mehr abspielen, war gerade zu leise. Ah, ich weiß nicht. Hier ist gerade nur das Außenzeug, ja. Schwierig, schwierig. Kann man da überhaupt was filtern? Ich kann nicht eine Einkaufsliste hinzufügen. Das ist natürlich auch praktisch. Ach doch, warte, hier unten ist was. Oh Gott. Ja, ich sehe schon. Da kann man was filtern. Oh Gott. Dekoration steht drin. Mhm. Aha. Betten. Super. Filter. Ah. Okay, das ist natürlich praktisch, dass man das Zeug filtern kann. Mit eingetroffen, von welcher Region das kommt? Es wäre cool, wenn man vielleicht so ein bisschen regionsgleich Dinge machen könnte. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Inazuma-Vibe. Fände ich ganz cool. Ich glaube, das nehme ich mal. Dann... Ich muss noch mal schnell zurück. Moment, Entschuldigung. Okay, ich hätte auch nicht ganz raus müssen, aber egal. Weil das gehört so ein bisschen zu diesem Set hier. Also eine Lampe brauchen wir definitiv, deswegen nehmen wir die auch gleich. Und so einen Schrank. Kann man schon was in so ein Schlafzimmer stellen. Dekoration herstellen. Erlernen, erlernen, erlernen. So. Jetzt haben wir natürlich zu wenig Yae Miko Holz. Aber da ich da ja so viel davon habe, ne? Mal einfach ein bisschen was. Also dann machen wir einmal das Bett auf jeden Fall. Habe ich schon wieder zu wenig. Mein Gott. So, das Bett, den Schrank und ist die Lampe hier. Da brauche ich aber Ahornholz. Ahornholz. Oh.
Wo ist es denn jetzt? Hier. Okay, warte. Dann mache ich aber einmal das hier mal benutzen, ne? So. Und dann... Wo habe ich es denn jetzt? Hier. Schon ausgewählt, sehr gut. Voila! If you ever Ja, das war's schon. Da gucken wir das nächste Mal vorbei und dann kann man vielleicht ja schon mal anfangen, ein Schlafzimmerchen einzurichten. So in diesem Dunkelholz-Stil. Mal gucken. Okay, dann würde ich aber auch wieder sagen, wir gehen zurück. Geschmiedete Objekte, stimmt, da war noch was. Ist gefährlich, ja, ist klar. Was wollte ich denn jetzt? Nein, ich wollte zur Schmiede. Ach, das wäre unten. Ups. Aber da war noch eine Anekdote, wie ich das sehe. Oh. I heard there's a crazed forest boar wreaking havoc around the outskirts of Chinju Forest. Didn't you go for a walk there a few days ago? Nope. Really? Then what about that weird kid? Word is, she's been asking around that same area about some witch. The rumors about that place are just bizarre. We should head over and check it out for ourselves. Count me out. I just finished working overtime. All I want to do right now is head straight home and catch up on sleep. Yeah, you look dead on your feet. I'd better stick with you till you get back. Don't want you passing out on the way. Did you hear that? Ja, was hat es nur auf sich mit diesem Waldschwein? No, the part about the witch. What if it's one of the mages? Come on, we gotta go check it out. Was ist denn das? Ein Bedürfnis nach einer Pause geworden? Break, Schmake. Besides, Paimon doesn't believe for a second you're not curious about this. If there's a mage around here, something big must be going on. Maybe there's nothing to it, but if the rumor's true, we might be able to help out. Meine Rede, lass uns gehen. Fantastische Freunde, eine farbenfrohe Reise. Bin ich denn da jetzt wieder reingestolpert? Mein Gott, ich wollte doch nur zu dieser Anekdote hier laufen und dann, keine Ahnung, habe ich wieder einen Fels so losgetreten. Okay, wo ist sie? Ist sie da drin? Nein, ich wollte nicht mit dir sprechen, Entschuldigung. Tschüss. Das Badehaus betreten. Hallo? Und tatsächlich. Okay, hi. No, that's no good. The abstract needs to be more detailed. Excuse me, Miss Layla? But if we go too in-depth, it might come off as indistinct from the main body. How am I going to do this? Miss Layla, shall we discuss this inside? We can sit down and chat. Sorry. I didn't mean to spiral. I just couldn't help thinking about my thesis again. It's fine. I've treated several academia students before. You can say I've encountered similar states of mind to yours. You've been to Sumeru? Yes, a scholar there once invited me to help treat his students. Really? Did any of them have severe issues? I wouldn't go that far. Just long-term insomnia, terror, paranoia, as well as acute tinnitus and vertigo. Du beschreibst das Schreiben einer Abhandlung? I'd rather face the monsters.
If you succeed, then all is well. If you fail, at least you'll never worry about anything else again. But a thesis, I don't even know what counts as success or failure. I'd finally squeezed a third draft out, but upon seeing it, my advisor just flipped it face down on the desk and said, "Forget your thesis for now. First, you need to go to Isa Bathhouse in Inazuma. Relax and recover a bit. I've already made the arrangements for you." Dein Mentor hört sich echt nett an. That's correct. I received a letter from Miss Layla's advisor in advance, with details about her situation and a request to provide therapy for her. I think it's quite likely that a mutual acquaintance shared my contact information. No, things can't be that simple. My thesis isn't done. We've just started our research topic, and I have a pile of unsubmitted work from my research group. Maybe my advisor thinks I'm totally useless and wants to get rid of me. Layla, reiß dich zusammen. This must be my advisor's last gift. The last bath I'll ever take. Once I return to the academia, I'll be expelled, and then left alone in a corner doing star charts. Nimm dich zusammen, Layla. It's just as the letter said. Her symptoms are extremely severe. How long has she had this condition? However, her advisor's letter clearly acknowledges her abilities, emphasizing constantly that she is their most outstanding student. Perhaps it's Layla who doesn't believe in her own abilities, thus triggering these symptoms. Excuse me. I'm going in now. If there's any letters for me, please sign for them. Warum fühlt es sich so an, als ob... Bitte hilf ihm, Mizuki. Don't worry, I will help her. In fact, I've already come up with a preliminary treatment plan. Now, time to formally begin treatment. Anekdote wurde verzeichnet. Mein Gott, was war denn das für eine lange Anekdote? Okay, ich gehe wieder raus. Guck mal noch schnell bei Katheryne vorbei und dann sind wir am Folgenende. Ad Astra. Thank you for Oh. Ja, gut, das war's von dieser Folge Genshin Impact. Das nächste Mal werden wir einen Bergmann finden, der uns einen Auftrag erteilt wegen der großen Kluft. Wir gucken mal, was das ist. Und ja, wer weiß, vielleicht sind wir schon bald in Sumeru und starten unser nächstes Abenteuer. Nun denn, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen von dieser Folge Genshin Impact und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch. Tschüss! Home